Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. An einem Tag, der erhebliche Folgen hat für die wichtigsten Zukunftsprojekte der Bundesregierung. Als da wären Umbau der Wirtschaft Richtung Klimaschutz, Ausbau der E-Mobilität, Förderung von neuen Heizungen, Modernisierung der Bahn. Die Idee, die die Regierung hatte, um all das zu finanzieren, hat das Bundesverfassungsgericht heute für null und nichtig erklärt. Der Finanzminister steht jetzt wie jemand da, der einen hohen Kredit aufnehmen wollte, der nun geplatzt ist. Sprich, ihm fehlt sehr viel Geld. Genau 60 Milliarden. Der Wirtschaftsminister steht als jemand da, dessen Projekte für die Zukunft einen ziemlich entscheidenden Makel haben. Sie sind aktuell nicht finanziert. Allein dadurch wird klar, der heutige Tag wird neuen erbitterten Streit ums Geld mit sich bringen und damit auch potenziell gewaltige politische Folgen haben. Wir beginnen mit Jura und einer Klatsche aus Karlsruhe und Sarah Tacke. Es ist noch gar nicht lange her. Da kam der Kanzler mit einem vollen Korb. Aus dem Vollen schöpfen. Für grün-gelb-rote Milliardenprojekte. Verkehrswende, Energiewende, Zeitenwende. Der Geldkorb, genannt Klima- und Transformationsfonds. Seit heute ist er um 60 Milliarden Euro leerer. Denn sie haben der Ampel die Finanzplanung vermiest. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts sorgt für ein politisches Beben. Der zweite Senat hat, wie Sie eben gehört haben, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 insbesondere wegen Verstoßes gegen die Ausnahmeregelung zur sogenannten Schuldenbremse für nichtig erklärt. Die Ausnahmeregelung zur Schuldenbremse rechtfertigte 2021 Zusatzkredite des Bundes, zunächst in Höhe von 180, dann weiteren 60 Milliarden Euro. Diese Aufstockung blieb ungenutzt. Die Ampel steckte sie nachträglich in das Sondervermögen für Energiewende und Klimaschutzprojekte. 60 zusätzliche Milliarden, unter anderem für E-Auto-Prämien und die Förderung energetischer Gebäudesanierung. Dass es so wie von der Ampel konstruiert nicht geht, haben Experten vorausgesagt. Wenn die Verfassung ganz klar sagt, es geht um Notlagenbewältigung, dann muss zwischen Kreditaufnahme und Notlage, zwischen einer aktuellen Situation, ein Zusammenhang bestehen. Aber für aktuelle Probleme, die auch Dauerprobleme sind, muss Politik einfach anders Finanzmittel erwirtschaften. Die 100 Milliarden Bundeswehr-Sondervermögen sind vom heutigen Urteil nicht betroffen. Dieser Topf ist durch eine Extraklausel im Grundgesetz abgesichert. Schattenhaushalte gibt es viele, sowohl im Bund als auch in den Ländern. Für alle ist jetzt klar, es gelten strenge Maßstäbe. Ich sage auch ausdrücklich Danke dem Bundesverfassungsgericht, dass es die Schuldenbremse des Grundgesetzes bestätigt hat und mit sehr klaren und scharfen Konturen ausgestattet hat. Es ist das erste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Eines, das deutlich gemacht hat, Haushaltsdisziplin ist keine politische Option, sondern Verfassungsgebot. Ganz praktisch bedeutet diese Botschaft aus Karlsruhe, ein Korb voller Geld ist künftig nicht mehr so leicht zu bestücken. Ja, das ist eine gewaltige Herausforderung für die Regierung, was man auch daran sehen kann, dass sie sich heute zunächst mal sammeln wollte und eher nicht zum Fragen beantworten ins Fernsehen. Klar ist die Reaktion der CDU-CSU-Opposition. Sie spricht von einer politischen Katastrophe und einem Neuwahlmoment. Daniel Ponzen. Seinen Humor hatte der Kanzler nicht verloren. Seine Angewohnheit, Dinge manchmal sehr positiv darzustellen, ließ er sich auch durch das heutige Urteil nicht nehmen. Auch wenn er über seine Schlussfolgerung selbst schmunzeln musste. Für uns ist ganz klar, dass das jetzt eine Sache ist, die wir auch gerne mit dem Parlament erörtern. Und deshalb freue ich mich, dass genau heute die Befragung des Kanzlers im Bundestag gleich beginnt. Die war, kalendarischer Zufall, für just danach terminiert. Doch bevor es rüberging ins Plenum, ließ sich an den Statements der beiden Minister schon andeutungsweise erkennen, dass es mit der Freude in der Ampel bei diesem Thema schon bald vorbei sein könnte. Ich habe heute nach § 41 der Bundeshaushaltsordnung eine Sperre des Wirtschaftsplans des Klima- und Transformationsfonds vorgenommen. Ausgenommen sind Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz
und der erneuerbaren Energien im Gebäudebereich. Die Beschlüsse des Gerichts heute und die Umsetzung durch den Bundesfinanzminister bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden und neue Verpflichtungen erst eingegangen werden können, wenn der neue Wirtschaftsplan aufgestellt wird. Ich hoffe, dass die Arbeit daran zeitnah beginnt und beendet wird. Da neben den von Lindner erwähnten Maßnahmen auch weitere Förderungen aus dem Fonds finanziert werden sollen, der E-Mobilität etwa, Eisenbahninfrastruktur, Halbleiterproduktion oder Wasserstoffindustrie, stellt sich schon bald die Frage der Finanzierung, wenn 60 Milliarden weniger da sind als die knapp 100 Milliarden bisher eingeplanten. Jetzt gehen wir zum Bundestag. Dort wartete bereits die Union, die ja geklagt hatte in Karlsruhe und bei denen manche heute selbst ein wenig überrascht waren, wie umfassend das Gericht ihrer Argumentation gefolgt war. Die von ihm ausgerufene Zeitenwende beginne damit heute unwiderruflich, so die Union Richtung Ampel. Sie werden von uns keine Zustimmung bekommen, wenn Sie denn ernsthafterweise jetzt vorschlagen sollten, die Schuldenbremse des Grundgesetzes zu lockern. Die Bundesregierung muss jetzt das erste Mal in ihrer Amtszeit etwas tun, was sie bis jetzt sorgfältig vermieden hat. Sie muss mit dem Geld auskommen, das im Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland vereinnahmt wird. Zudem gab es die Aufforderung, die für morgen angesetzte Haushaltsbereinigungssitzung zu verschieben. Dass das nicht seriös funktionieren kann, ist doch ganz offensichtlich. Man muss ja nicht nur für den Haushalt 24, sondern auch für die mittelfristige Finanzplanung sorgen und dafür Klarheit schaffen, wo werden diese 60 Milliarden eben nicht eingesetzt werden können. Hinweise auf solche Sparideen gab es aus der Ampel in besagter Regierungsbefragung erst einmal kaum. Stattdessen die Frage der Grünen an den Kanzler, ob er an den geplanten Klimaschutzinvestitionen festhalten wolle. Das wird jetzt genau zu prüfen sein, wie wir den Zukunftsherausforderungen weiter begegnen können. Und ich bin überzeugt davon, dass es der Regierungskoalition sehr einvernehmlich gelingen wird, dort die richtigen Vorschläge zu machen und sie dann auch im Deutschen Bundestag zu beschließen. Sehr einvernehmlich, so der Kanzler. Ob diese Prognose vor allem humorvoll, realistisch oder optimistisch ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Einer der Erfinder der Schuldenbremse ist Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni in Freiburg. Herr Professor, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Ja, fangen wir vielleicht mal an mit dem handwerklichen Aspekt des Ganzen. Das ist ja ein Offenbarungseid für den Finanzminister, dessen Berater Sie jetzt sind. Ein verheerendes Zeugnis aus Karlsruhe für die deutsche Finanzpolitik. Wie peinlich ist das? Ach, ich denke nicht in Kategorien von Peinlichkeit. Es ist einfach so, dass die Auffassung in der Bundesregierung, insbesondere noch beim Vorgänger des jetzigen Finanzministers, die war, dass es gelingen würde, mit einer solchen Transaktion verfassungsgemäß Haushalte aufzustellen. Das hat das Bundesverfassungsgericht nun klar verneint. Jetzt sagt die FDP heute, das sei eine Stärkung für die Schuldenbremse. Da muss man allerdings dazu sagen, eine Stärkung für die Schuldenbremse, die die FDP ja mit selbst geschwächt hat, laut Gericht. Das heißt doch zunächst mal, dass die Finanzpolitik, die Haushaltspolitik in Deutschland aktuell nicht seriös ist, oder? Soweit würde ich nicht gehen, dass es nicht seriös ist. Man muss bei diesen Diskussionen um Sondervermögen immer auch die Funktion von solchen Institutionen sehen. Es geht ja bei Sondervermögen auch darum, intertemporal für bestimmte Zwecke Mittel zur Verfügung zu stellen. Denken Sie beispielsweise an das Sondervermögen für die Flutopfer aus dem Ahrtal. Wir haben vielfältige Sondervermögen dieser Art. Ja, Sondervermögen, schon das Wort ist ja eigentlich ein Problem, wenn man es mal genau nimmt. Es handelt sich ja um Sonderschulden. Und die Verfassungsrichter haben heute gesagt, damit muss man ganz gezielt und sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend umgehen. Deswegen gucken wir doch jetzt mal ein bisschen in die Zukunft, Herr Professor. Der Finanzminister muss ja jetzt liefern. Wenn die Schuldenbremse bleiben soll, wie wir heute gehört haben, FDP will das ja, CDU, CSU wollen daran auch nicht rütteln. Wenn diese Buchungstricks, die wir da jetzt gesehen haben, laut Verfassungsgericht verfassungswidrig sind, wenn es keine Steuererhöhungen gibt und geben soll, was bleibt denn dann noch? Dann muss man auf der Ausgabenseite Prioritäten setzen. Man muss ganz klar sagen, was will man als erstes realisieren?
und was muss zurückstehen. Und dann wird man schon feststellen, dass in den 10 Jahren seit 2010 in der günstigen Wachstumssituation, in der wir uns bis 2019 befunden haben, doch sehr, sehr viele Haushaltsspielräume bestanden haben und deswegen auch vieles durchgeführt werden konnte, was nice to have war, was man aber heute auch vielleicht noch einmal hinterfragen muss. Haben Sie da ein Beispiel? Was war nice to have und was könnte man jetzt darauf verzichten? Nun, wir haben ja ein paar Punkte schon im Hinblick auf den Bundeshaushalt 2024 diskutiert. Ein Beispiel ist das Elterngeld gewesen. Wir haben auf der Steuerseite Steuervergünstigungen, also noch nicht einmal zu Zeiten der guten Finanzlage, sondern erst mit der Corona-Situation gibt es einen ermäßigten Umsatzsteuersatz für das Gastgewerbe. Auch der ist in der Diskussion. Und so werden sich immer wieder eine ganze Reihe von Maßnahmen finden, mit denen man eine Gegenfinanzierung vornehmen kann. Und was ist mit den Maßnahmen, deren Finanzierung jetzt aktuell hochgradig gefährdet und unklar ist? Also sprich, was heißt das für Wirtschaft? Was heißt das für die Bürger, die sich eingestellt haben auf Hilfe des Staates bei Klimaschutzvorhaben, bei dieser großen Transformation, die unserem Land bevorsteht? Ich denke, dass man im Hinblick auf die Transformation und den Klimaschutz noch einmal hinterfragen muss, ob es tatsächlich Sinn macht, einerseits mit Ordnungsrecht und andererseits mit so umfassenden Subventionsmaßnahmen als Leitinstrumente zu arbeiten. Im Grunde wird es den Klimaschutz weltweit nur geben, wenn wir eine ordentliche Bepreisung von CO2 haben und das zumindest mit einem Mindestpreis international abgesichert haben, also mit einer internationalen Vereinbarung, die auch echt bindend ist. Ansonsten werden wir nicht weiterkommen. Also einfach nur zu subventionieren und umzustellen, der Wirtschaft ganz viel Geld zu geben dafür, das ist nicht zielführend. Und meines Erachtens bietet das Urteil gerade auch die Möglichkeit, die Klimapolitik vom Kopf auf die Beine zu stellen. Da muss natürlich dann eine Ampelkoalition in all ihren Teilen mitziehen. Wir erleben aber ja ein fundamental unterschiedliches Verhältnis zum Geld, kann man sagen, und zur Rolle des Staates, das sich bislang mit viel Geld kaschieren ließ, aber jetzt voll aufbricht. Wie lange kann das aus Ihrer Sicht politisch noch gut gehen? Nun, das hängt immer auch davon ab, wie kompromissfähig die Partner sind. Und die Situation ist ja nun für fast alle Parteien im Deutschen Bundestag, bis auf die AfD, die, dass keiner an Neuwahlen interessiert sein kann. Und vor dem Hintergrund ist die Notwendigkeit da, sich zusammenzuraufen. Und wenn etwas notwendig ist, dann wird es am Ende auch gelingen, die Kompromisse zu erzielen. Sagt Professor Lars Feld, einer der Erfinder der Schuldenbremse. Herr Professor, vielen Dank. Guten Abend nach Freiburg im Breisgau. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Sievers. Im Heute-Journal-Update Fragen an den CDU-CSU-Fraktionsvize Matthias Middelberg, dessen Fraktion ja beim Bundesverfassungsgericht geklagt hatte. Und so viel zunächst zu diesem Thema. Ich räume mir so ein bisschen Blätter weg und komme zum nächsten Thema heute Abend. Der Einsatz geht so lange weiter wie nötig, sagt Israels Armeesprecher heute Abend über die Lage im Shifa-Krankenhaus, dem größten Hospital von Gaza, in dem verheerende Zustände herrschen. Die Armee hatte das Krankenhaus vergangene Nacht gestürmt. Israel sagt, unter dem Krankenhaus sei ein operatives Hauptquartier der Hamas entdeckt worden. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtet von Soldaten, die von Raum zu Raum gingen auf den Stationen und dabei immer wieder Warnschüsse abgaben. Sie hätten auch Frauen durchsucht. Nun ist die Stürmung eines Krankenhauses auch im Krieg so ziemlich das Letzte, was man von der Armee eines demokratischen Staates erwarten würde. Dementsprechend heftig sind die internationalen Reaktionen. Dementsprechend wichtig ist der Armee die Darstellung, es habe sich um einen präzisen und gezielten Einsatz gegen Hamas gehandelt. Stefan Schlösser berichtet aus Tel Aviv. Die israelische Armee weiß genau, was sie liefern muss, handfeste Beweise. Wir machen ein Video mit einer Einstellung, keine Schnitte, sagt der Armeesprecher, der offenkundig vor einem Eingang des Shifa-Krankenhauses steht. Dann folgt ihm die Kamera ins Gebäude, fast 7 Minuten lang. Wir kürzen das Video für die Berichterstattung.
In einem Raum mit einem MRT hätten sie eine Tasche mit der Ausrüstung eines Terroristen entdeckt. Hier haben wir eine AK-47, da sind Magazine, da sind Granaten drin. Die Überwachungskameras wurden alle unbrauchbar gemacht. Weitere Waffen finden sich in den Schränken. Das alles soll die Öffentlichkeit und vor allem die Kritiker überzeugen, dass die Hamas sich in zivilen Einrichtungen versteckt. Zusätzlich haben wir eine Kommandozentrale gefunden, ausgestattet mit Kommunikationsgeräten, die der Hamas gehören. Die fortwährenden Kämpfe der letzten Tage haben schwere Spuren auch im Inneren des Al-Shifa-Krankenhauses hinterlassen und den Betrieb fast unmöglich gemacht. In der vergangenen Nacht dringen dann die israelischen Truppen in das Gebäude ein. Bilder davon gibt es bisher nicht. Telefonisch beschreibt ein Arzt diesen Moment. Alle waren wirklich verängstigt. Die Situation war wirklich schwierig. Sie haben die Krankenhausverwaltung angerufen und gesagt, dass sie in ein Gebäude nach dem anderen reingehen und alles im Krankenhaus überprüfen werden. Sie haben uns also vorher informiert. Ob ein Tunnelkomplex gefunden wurde, ist bisher nicht bekannt. Israel wirft der Hamas vor, unter und in der Nähe des Krankenhauses eine weit verzweigte Kommandozentrale eingerichtet zu haben. Eine Animation der israelischen Armee soll das Ausmaß der Tunnelanlagen zeigen. Beim Betreten der Klinik kam es offenbar zu einem Schusswechsel mit mehreren Hamas-Terroristen, die getötet worden seien. Im Gebäude selbst habe es keine direkten Kämpfe gegeben, so der Armeesprecher bereits am Morgen. Zu den Einsatzkräften gehören auch Ärzteteams und Arabisch-Übersetzer, die ein spezielles Training absolviert haben, um für diesen sensiblen Einsatz vorbereitet zu sein. Mit der Absicht, dass den Zivilisten, die von der Hamas als Schutzschilde genutzt werden, kein Schaden zugefügt wird. Die Soldaten durchsuchen weiter das Krankenhaus. Die bis jetzt präsentierten Funde sollen erst der Anfang gewesen sein. Zu den internationalen Reaktionen gehört auch eine, die jetzt gerade ganz aktuell hereinkommt aus New York. Danach hat der UNO-Sicherheitsrat eine, Zitat, ausgedehnte humanitäre Pause, nein, sogar im Plural, ausgedehnte humanitäre Pausen, das ist ja sehr wichtig in diesen Tagen, für den Gazastreifen gefordert. Diese Resolution hat das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen passiert. Und zwar gab es keine Gegenstimme. 3 Enthaltungen und unter diesen 3 Enthaltungen, das ist interessant, auch die USA, die sich als enger Verbündeter Israels also nicht dagegen gestellt hatten, sondern sich nur enthielten. So, nach dieser ganz aktuellen Nachricht jetzt ein Überblick über das, was heute auch wichtig ist, von dir, Gundula. Bundeskanzler Scholz hat sich bei der Befragung im Bundestag auch zum Thema irreguläre Migration geäußert. Er rechne damit, dass die im Oktober eingeführten Kontrollen an Deutschlands Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz noch sehr lange fortgesetzt werden. Auch geht Scholz davon aus, dass die beschlossene Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber bald in die Tat umgesetzt werde. So sollen Überweisungen in die Herkunftsländer verhindert werden. Binnen weniger Stunden sind erneut mehr als 1.300 Bootsflüchtlinge auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa gelandet. Nach Behördenangaben stammen die Migranten aus Syrien, Ägypten, Pakistan und Bangladesch. Insgesamt kamen seit Jahresbeginn mindestens 146.000 Menschen ohne Papiere über den gefährlichen Seeweg nach Italien, 60.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Der oberste Gerichtshof in Großbritannien hat den Asylpakt der Regierung mit Ruanda für rechtswidrig erklärt. Das ostafrikanische Ruanda sei kein sicheres Drittland. Dorthin gebrachte Geflüchtete erhielten möglicherweise keine fairen Asylverfahren. Jährlich kommen Zehntausende Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Die konservative Regierung hat an Ruanda bereits umgerechnet 160 Millionen Euro gezahlt, auch für den Bau von Aufnahmezentren. In Deutschland wird der gesetzliche Mindestlohn in 2 Schritten um 82 Cent steigen, bis Januar 2025 auf 12,82 Euro. Das Bundeskabinett hat die entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Heil gebilligt und damit einen Anstieg von 6,8%. Gewerkschaftsvertreter hatten eine deutlich stärkere Erhöhung gefordert.
Wegen Schüssen auf Spezialkräfte der Polizei ist ein sogenannter Reichsbürger zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden. 14,5 Jahre soll der 55-Jährige ins Gefängnis wegen mehrfachen versuchten Mordes, so das Oberlandesgericht Stuttgart. Bei einer Razzia in seinem Wohnhaus im baden-württembergischen Boxberg hatte der Angeklagte auf die Beamten geschossen und einen schwer verletzt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Der Verteidiger kündigte Revision an. Eine Notrufnummer zur Hand haben für alle Fälle, das ist immer ratsam. Umso mehr, wenn es sich um zwei Atommächte handelt, die in letzter Zeit erhebliche Unstimmigkeiten und Probleme miteinander hatten. Mal wieder einen Kontakt finden, so hat US-Präsident Joe Biden das Minimalziel umschrieben für sein Treffen mit dem Amtskollegen Xi Jinping aus China. Der kam von Westen nach San Francisco, Biden aus dem Osten. Und dort in San Francisco wartet die Asien-Pazifik-Konferenz und es wartet eine Welt, auch und gerade eine international vernetzte Wirtschaftswelt, gespannt auf jedes Wort und jedes Zeichen von Annäherung oder Streit. Benjamin Daniel hat Details. China kommt. Amerika salutiert. Die Gegenpole könnten kaum stärker aufgeladen sein. Und doch hofieren sich die Weltmächte heute gegenseitig. Austausch von Freundlichkeiten auf ganz großer Bühne. Der Grund: ein gemeinsames Ziel im Interesse beider Seiten. Wir müssen wieder normal miteinander reden, dass wir einfach das Telefon in die Hand nehmen und über Krisen sprechen können. Außerdem sollten sich unsere Militärs wieder austauschen. Wichtig, um Missverständnisse und unnötige Eskalation zu vermeiden. Der direkte Kommunikationsdraht zwischen den Streitkräften ist gekappt, seit die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi vor gut einem Jahr überraschend Taiwan besuchte. Die Demokratische Inselrepublik, einer der größten Streitpunkte, den die Präsidenten zur Stunde wohl besprechen. Für den Fall einer chinesischen Invasion hatte Biden Taiwan militärische Unterstützung zugesagt. Xi verbittet sich jede Einmischung. Die Wiedervereinigung mit Taiwan ist für die chinesische Führung extrem wichtig geworden. Xi Jinping unterstreicht das ja auch regelmäßig. Das heißt aber nicht, dass ein militärischer Konflikt unvermeidbar ist. Ich werde mir die Ergebnisse der im Januar anstehenden Wahlen in Taiwan genau ansehen. Sie könnten beeinflussen, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Ein weiterer Konfliktpunkt: Chinas weitreichende Gebietsansprüche im Indopazifik. Die zunehmende US-Militärpräsenz ist Xi ein Dorn im Auge. Hinzu kommen unterschiedliche Haltungen zum Krieg zwischen Israel und der Hamas, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und zu zahlreichem anderem. Aber wer weiß, vielleicht gelingt den beiden mächtigen Männern ja doch die Wiederentdeckung des Konstruktiven. Biden hofft auf Unterstützung beim Kampf gegen die Drogenepidemie, China hingegen auf geringere Importzölle und mehr Investitionen. Wir versuchen nicht, uns von China abzukoppeln. Wir versuchen, unsere Beziehung zu ändern, und zwar zum Besseren hin. Im Reich der Mitte besagt ein Sprichwort, dass man das Leben entweder lächelnd meistert oder gar nicht. Wie viel böses Blut heute von guten Mienen überdeckt wird und ob echtes Annäherungsinteresse oder vor allem wirtschaftliches Kalkül hinter der diplomatischen Geschmeidigkeit steht, nicht nur Amerika und China sind gespannt auf die Antwort. Nach Deutschland. Zynisch betrachtet hat der Bahnstreik dann doch einen Vorteil für die Fahrgäste. Sie müssen nicht mehr rätseln, wann denn nun der Zug kommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er gar nicht kommt, ist extrem hoch. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt seit knapp 9 Minuten bis morgen Abend. Und damit eskaliert der Tarifstreit zwischen Bahn und Gewerkschaft bereits kurz nach der ersten Verhandlungsrunde. Petra Neubauer ist für uns am Hauptbahnhof in München. Guten Abend, Petra. Wie zeigt sich denn die Situation aktuell auf Deutschlands Schienen?
Naja, hinter mir sieht man es, die Bahnsteige sind hier teilweise schon leer. Die Bahn hat aber auch den ganzen Tag über schon erste Verbindungen gestrichen, einfach um zu verhindern, dass die Züge dann mit Streikbeginn irgendwo stranden. Insgesamt rechnet die Bahn, dass bei diesem 20-stündigen Ausstand rund 80% aller Fernverbindungen gestrichen werden. Und es werden auch große, massive Beeinträchtigungen beim Regionalverkehr erwartet und auch in Städten wie München oder Nürnberg bei den S-Bahnen, denn auch die gehören zur Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat Notfallpläne erarbeitet, hat eine Streik-Hotline eingerichtet und will auch bei den Tickets recht großzügig sein. Die Tickets gelten länger, es gibt keine Zugbindung. Was die Stimmung bei den Reisenden angeht, mit denen wir hier gesprochen haben, da gibt es so eine Zweiteilung. Es gibt welche, die haben durchaus Verständnis für diese Maßnahmen. Es gibt aber auch schon Erste, die ihren Unmut äußern. Die hat es kalt erwischt und es ist auch alles recht kurzfristig gewesen. Ja, man kann sich vorstellen, wie das dann morgen früh im Berufsverkehr sein wird. Jetzt ist das ja, Petra, einigermaßen ungewöhnlich, dass so früh in der Tarifrunde bereits gestreikt wird. Die Bahn hat jetzt wiederum alle weiteren Verhandlungstermine erstmal für diese Woche abgesagt. Wie soll es denn da weitergehen? Ja, die Bahn hat gesagt, entweder verhandeln oder streiken und hat deshalb alles abgesagt. Die GDL ist da anderer Meinung und hat angekündigt, demonstrativ morgen am Verhandlungsort zu erscheinen. Nur allein verhandeln, das macht natürlich keinen Sinn. Knackpunkt bei diesem Tarifkonflikt ist die von der GDL geforderte Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Sagt die Bahn, das ist völlig unmöglich, undenkbar. Die GDL aber sagt, man muss zumindest mal drüber reden. Und eine von den beiden Seiten oder beide Seiten müssen sich jetzt bewegen, weil ansonsten könnte das hier ein sehr langfristiger und sehr zäher Tarifkonflikt werden. Petra Neubauer, live vom Hauptbahnhof in München. Petra, vielen Dank. Und wir bleiben bei der Wirtschaft mit dir, Gundula. Ja, Thema an der Börse war wieder Siemens Energy, der kriselnde Energietechnikkonzern. Nach der Milliardenbürgschaft des Bundes gestern kam heute die Meldung eines milliardenschweren Rekordverlustes. Frank Bethmann, wie ist das junge Unternehmen nun insgesamt finanziell aufgestellt? Naja, man ist nicht auf Rosen gebettet. Dank der Staatsgarantien aber geht es weiter. Denn es ist das in der spanischen Einheit Siemens Gamesa gebündelte Windkraftgeschäft, welches Siemens Energy ja bereits seit Jahren die Bilanz verhagelt. Gäbe es das Geschäft mit den Windturbinen nicht, würde der Konzern mit seiner Gaskraftsparte und den Stromnetzen Gewinne schreiben. So aber setzte es mit rund 4,6 Milliarden Euro den größten Verlust in der Unternehmensgeschichte. Und das bei einer sehr guten Auftragslage. Aufträge im Umfang von 112 Milliarden Euro hat man aktuell in der Pipeline. Das Problem aber im Anlagenbau ist, dass die Kunden einen Teilbetrag vorab bezahlen müssen, bevor Siemens Energy also überhaupt loslegt. Dafür braucht es Garantien, üblicherweise von Banken. Die waren nach den hohen Verlusten dazu aber nicht mehr bereit. Erst als der Bund gesagt hat, wir bürgen größtenteils dafür, war die Kuh vom Eis. Ja, und warum kann die Windkraftindustrie trotz hoher Nachfrage keine Gewinne erwirtschaften? Ja, das ist die Gretchenfrage. Windkraft, das ist Energiewende, das ist Zukunft, aber eben auch knallharter Preiskampf. Keiner verdient derzeit richtig Geld damit. Hinzu kommen massive hausgemachte Probleme, schadhafte Rotorblätter oder schlechte Getriebelager. Da sind also auch intern Fehler gemacht worden. Frank Bethmann, vielen Dank. Und wir haben jetzt die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten 8, 13, 14, 22, 25, 29, Superzahl 1. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text. Eine Personalie aus der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenletzte Union Berlin hat sich von Trainer Urs Fischer getrennt. Bis auf Weiteres soll Unions U19-Trainer Marco Grote die Mannschaft betreuen. Konsequenz aus 14 Spielen ohne Sieg. Die Trennung wurde einvernehmlich beschlossen, so der Club. Fischer hatte die Berliner in seiner 5-jährigen Amtszeit erfolgreich von der 2. Bundesliga bis in die Champions League geführt.
Das Auslandsjournal guckt gleich auf die Rolle der USA im Nahostkonflikt. Weltpolizist wider Willen, wie der Gaza-Krieg Amerika in ein Dilemma stürzt. Das wird sehr sehenswert gleich nach uns hier im ZDF. Und gegen 0:30 Uhr meldet sich Nazan Göktemir mit unserem Heute-Journal-Update. Von uns allen hier, Ihnen allen einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre hat Rekordhöhe erreicht. Das berichtet die Weltmeteorologieorganisation WMO. Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan und Lachgas halten die Wärme auf unserem Planeten. Das ermöglicht Leben, aber zu viel davon lässt die Temperaturen immer weiter steigen. Schauen wir auf die einzelnen Gase. Kohlendioxid ist langlebig und das häufigste Klimagas. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ist die Konzentration um 50% gestiegen, verursacht durch den Menschen. Methan kurzlebiger, aber um ein Vielfaches wirksamer als CO2, hat sich deutlich mehr als verdoppelt. Noch wirksamer ist Lachgas und auch hier steigt die Konzentration weiter an. Und zu viel Wärme bedeutet auch extremes Wetter. Das Wetter wird dadurch aufgeladen. Wir schauen erst mal in die Nacht. Da haben wir im Nordosten Regen, der abzieht, und das bei Temperaturen tiefsten Werten von 0 bis 7 Grad. Ja, und morgen gibt es im Nordosten noch etwas Regen, zieht ab, dazwischen lockert es auf. Im Südwesten kommt Regen auf und dann zum Abend hin von Südwesten her ein heftiger Sturm. In den tiefen Lagen Sturmböen, in den hohen Lagen Orkanböen. Und das bei Temperaturen von 5 bis 12 Grad. Die nächsten Tage, am Freitag zieht der Sturm ab bei 3 bis 9 Grad und am Samstag ist es relativ trocken. Einen schönen Abend.